Wie kann man in Lime Survey eine Umfrage dynamisch gestalten, also beispielsweise Texte einblenden, die sich darauf beziehen, was Befragte vorher an Antworten gegeben haben? Das kann man zum Beispiel mit dem Expression Script machen. Expression Script ist so eine Art Programmiersprache, mit der man seine Fragebögen sehr viel individueller und dynamischer gestalten kann. Und ich möchte dafür mal ein Beispiel zeigen. Ich habe hier einen Testfragebogen mit einer Fragengruppe und 2 Fragen und ich möchte jetzt gerne zusätzlich einen Text einblenden unter der Bedingung, dass die Leute in einer der beiden Fragen mit einem bestimmten Wert geantwortet haben. Und das funktioniert folgendermaßen. Zunächst mal füge ich eine weitere Frage hinzu. Da vergebe ich einmal den Code Textanzeige und den Fragentext bearbeiten wir dann gleich. Zunächst mal noch hier den Fragetyp setzen wir auf Textanzeige. So, und jetzt wollen wir hier die Textanzeige für alle Befragten eben unterschiedlich machen. Wir wollen also jetzt bestimmte Bedingungen eingeben. Und da kann man jetzt mit diesem Expression Script arbeiten. Und dafür verwendet man zunächst mal geschweifte Klammern, um das Ganze zu starten. Und dann kann man bestimmte Bedingungen definieren. Zum Beispiel kann ich sagen if und dann in Klammern, welche Bedingungen sollen erfüllt sein. Ich sage mal Frage 1, das ist die erste Frage, die ich in diesem Testfragebogen drin habe, soll den Wert 1 annehmen. Oder mit OR, Frage 2 soll den Wert 2 annehmen. Man muss ja an diese doppelten Gleichheitszeichen denken bei diesen relationalen Operatoren, weil dort sozusagen geprüft wird, ob dieser Wert 1 oder 2 vorliegt. Man kann natürlich statt dieser OR-Verknüpfung, könnte man auch eine Und-Verknüpfung machen, dann müssten beide Bedingungen entsprechend erfüllt sein. Sorry, hier habe ich mich vertippt, also da soll stehen Frage 2 gleich 1. So, dann kann ich jetzt Komma schreiben. Und dann kann ich hinschreiben, was soll passieren, wenn diese Bedingungen erfüllt sind. Und da schreibe ich jetzt einfach mal als Beispiel hin, in Anführungszeichen Text 1. Dann wird also der Text 1 hingeschrieben, Komma, und dann hinter dem Komma kann ich hinschreiben, was soll geschehen, wenn die Bedingungen nicht erfüllt sind. Und da schreibe ich jetzt einfach mal Text 2 in Anführungszeichen hin. So ist also die Struktur, die man sich merken muss. Man hat also immer diese if-Bedingungen und dann mit Komma abgetrennt zunächst mal das, was passieren soll, wenn die Bedingung erfüllt ist, Komma, dann dahinter in Anführungszeichen, wenn es ein Text sein soll, was passieren soll, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist, dann Klammer zu und dann die geschweifte Klammer zu, um den Expression Script hier zu beenden. So, jetzt klicke ich auf Speichern und Schließen und dann können wir uns das gleich direkt mal anschauen, ob das Ganze auch funktioniert. Also man sieht jetzt schon hier, dass in der Frage das angezeigt wird, scheint also funktioniert zu haben. Und wenn ich jetzt in die Umfragevorschau gehe, können wir das direkt mal testen. Wir haben jetzt unsere 2 Fragen und da unten haben wir jetzt den Text 2 stehen, solange jetzt noch nichts eingegeben wurde, weil dann sozusagen die Bedingung nicht erfüllt ist. Und sobald ich jetzt in eine der beiden Fragen eine 1 eingebe, dann sehen Sie hier, switcht das sofort rüber auf Text 1. Sobald ich das wieder wegnehme, ist das wieder auf Text 2 und auch wenn ich irgendwelche anderen Zahlen oder Buchstaben eingebe, bleibt es bei Text 2, weil dann ja die Bedingung eben nicht erfüllt ist. So, das als kleines Beispiel für die Nutzung von Expression Script. Es gibt natürlich sehr viele andere Anwendungsmöglichkeiten. Deshalb würde ich Ihnen empfehlen, da auf jeden Fall mal in das Manual von Lime Survey reinzuschauen. Da finden Sie noch jede Menge Beispiele, wie Sie das anwenden können. Und zum Abschluss noch ein kleiner Tipp, es gibt auch noch die Möglichkeit, sogenannte Platzhalter zu nutzen. Auch damit kann man die Lime Survey Fragebögen dynamisieren. Schauen Sie sich gerne auch mein Video zu dem Thema an.